Fräulein von Beuneburg. Auf eine Zeit lebten auf der Beuneburg 3 Fräulein zusammen. Der Jüngsten träumte in einer Nacht, es sei in Gottes Rat beschlossen, dass eine von ihnen im Wetter sollte erschlagen werden. Morgens sagte sie ihren Schwestern den Traum, und als es Mittag war, stiegen schon Wolken auf, die immer größer und schwärzer wurden, als dass abends ein schweres Gewitter am Himmel hinzog und ihn bald ganz zudeckte und der Donner immer näher herbeikam. Als nun das Feuer von allen Seiten herabfiel, sagte die Älteste: »Ich will Gottes Willen gehorchen, denn mir ist der Tod bestimmt«, ließ sich einen Stuhl hinaustragen, saß draußen einen Tag und eine Nacht und erwartete, dass der Blitz sie träfe. Aber es traf sie keiner. Da stieg am 2. Tage die Zweite herab und sprach: »Ich will Gottes Willen gehorchen, denn mir ist der Tod bestimmt«, und saß den 2. Tag und die 2. Nacht. Die Blitze versehrten sie auch nicht, aber das Wetter wollte nicht fortziehen. Da sprach die Dritte am 3. Tage: »Nun sehe ich Gottes Willen, dass ich sterben soll.« Da ließ sie den Pfarrer holen, der ihr das Abendmahl reichen musste. Dann machte sie auch ihr Testament und stiftete, dass in ihrem Todestage die ganze Gemeinde gespeist und beschenkt werden sollte. Nachdem das geschehen war, ging sie getrost hinunter und setzte sich nieder. Und nach wenigen Augenblicken fuhr auch ein Blitz auf sie herab und tötete sie. Hernach, als das Schloss nicht mehr bewohnt war, ist sie oft als ein guter Geist gesehen worden. Ein armer Schäfer, der all sein Hab und Gut verloren hatte und dem am anderen Tag sein Letztes sollte ausgepfändet werden, weidete an der Beuneburg. Da sah er im Sonnenschein an der Schlosstüre eine schneeweiße Jungfrau sitzen. Sie hatte ein weißes Tuch ausgebreitet, darauf lagen Knotten, die sollten in der Sonne aufklinken. Der Schäfer verwunderte sich, an dem einsamen Ort eine Jungfrau zu finden, trat zu ihr hin und sprach: »Ei, was schöne Knotten«, nahm ein paar in die Hand, besah sie und legte sie wieder hin. Sie sah ihn freundlich und doch traurig an, antwortete aber nicht. Da ward dem Schäfer Angst, dass er fortging, ohne sich umzusehen, und die Herde nach Hause trieb. Es waren ihm aber ein paar Knotten, als er darin gestanden, neben in die Schuhe gefallen. Die drückten ihn auf dem Heimweg. Da setzte er sich, zog den Schuh ab und wollte sie herauswerfen. Wie er hineingriff, so fielen ihm 5 oder 6 Goldkörner in die Hand. Der Schäfer eilte zur Beuneburg zurück, aber die weiße Jungfrau war samt den Knotten verschwunden. Doch konnte er sich mit dem Golde schuldenfrei machen und seinen Haushalt wieder einrichten. Viele Schätze sollen in der Burg noch verborgen liegen. Ein Mann war glücklich und sah in der Mauer ein Schubfach. Als er es aufzog, war es ganz voll Gold. Eine Witwe hatte nur eine Kuh und Ziege, und weil an der Beuneburg schöne Heidernüsse wuchsen, wollte sie davon zum Futter abschneiden. Wie sie aber eben nach einem Strauch packte, glitt sie aus und fiel tief hinab. Sie schrie und rief nach Hilfe, aber es war niemand mehr in der einsamen Gegend, bis abends ihre Kinder, denen Angst geworden war, herbeikamen und ihre Stimme hörten. Sie zogen sie an Stricken herauf, und nun erzählte sie ihnen, tief darunten sei sie vor ein Gitter gefallen. Dahinter habe sie einen Tisch gesehen, der mit Reichtümern und Silberzeug ganz beladen gewesen.